Januar 2020. Wir sind bei Kia Autohaus Klein in Saarlouis. Hier ist Tobias Klein. Grüß dich, Tobias. Ja, hallo, grüß dich, Sven. Ja, es ändert sich so viel bei Kia. Die Modellpalette wächst und wächst und wächst. Ja, ihr habt noch keine LKWs von Kia, aber den Rest habt ihr schon. Und wir machen heute mal einen kleinen Rundgang. Jawohl, also Kia hat eine riesen Produktpalette mittlerweile, vom Kleinstwagen Picanto bis zum SUV, unserem Sportage oder auch hier, sage ich mal, Hammer-Sportwagen wie der Stinger. Da ist alles mit dabei. Das ist so. Der steht direkt hier hinter. Der Stinger, ja, wird nicht so oft verkauft, aber die Leute fragen sich immer, wenn man ihn sieht, was ist denn das? Genau. Da hat Kia mal einen Versuch gewagt, den nach Frankfurt gestellt, die Embleme abgeklebt, da war alles dabei, außer der Name Kia. Wobei man, sage ich mal, bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis nicht meckern kann und wir doch mehr verkauft haben, als wir ursprünglich gedacht haben. Ja, es ist so. Also es ist schon fast schon Oberklasse, muss man sagen. Also kann man eigentlich behaupten, aber es ist ein Sportwagen mit 4 Türen. Sieht fast so ein bisschen aus wie ein Rennwagen aus Italien, wenn man das so jetzt nicht wüsste, oder? Genau, also diese Markennamen fielen dann auch oftmals. Ich sage mal, das Fahrzeug ist ein bisschen dafür konzipiert, die Oberklasse zu ärgern. Da steckt wirklich alles mit drin, von Sitzbelüftung, Sitzheizung, ein Harman Kardon Premium Soundsystem. Wir haben hier einen Allradantrieb in einem 3,3 Liter Motor V6 mit über 360 PS. Und das bei einem Preis, also der Listenpreis für die GT-Variante liegt bei 55.900 €. Da gibt es, glaube ich, nichts zu meckern. Ja, vorne steht's. Gut, der hat jetzt einen starken Motor mit drin, der richtig Dampf macht. Ja, Fahrzeug wiegt auch 1980 Kilogramm, aber er hat sage und schreibe 269 Kilowatt. Es gibt Autos, die haben 269 PS, der hat 269 Kilowatt, das sind fast 400 PS oder was ist das? Ja, 366 PS jetzt genau. Echt? Ja. Das macht auf jeden Fall Laune. Warte, ich zeige mal gerade. Also das ist auch ein Fahrzeug, was ja ziemlich stark verkauft. Das ist ein sehr kompaktes Auto mit hohem Einstieg. Genau, das ist der Stonic, baut auf einem Kleinwagen, unserem Rio auf, ist aber ein bisschen höher. Und wenn Sie an so einem Fahrzeug Interesse haben, würde ich Ihnen vielleicht mal empfehlen, auf die Internetseite zu schauen. Da haben wir nämlich jede Menge Tageszulassungen mit attraktiven Preisen da. So ist es. Hier vorne ist er. Den Stonic. Der ist jetzt gebraucht, schon ein bisschen länger zugelassen. Und auch die kann man alle Probe fahren mit allen drum und dran. Ja, hier vorne, da ist ein Seat. Wir haben gerade eben schon den Plug-in haben wir schon mal gefilmt gerade eben. Den gibt es jetzt auch als Plug-in, als echte Elektro-Reichweite 60 Kilometer. Genau, das hier wäre jetzt die Limousine, also die kurze Variante. Die Seat-Familie ist ja mittlerweile gewachsen. Es gibt den Pro-Seat als Shooting Brake, es gibt den SW als vollwertigen Kombi, den X-Seat als City-SUV. Also da gibt es einige Modellvarianten. So, dann SUV, damit seid ihr ja ganz groß geworden. Oder SUV-Look, sage ich jetzt mal, mit hohem Einstieg und mehr Bodenfreiheit. Das ist jetzt ein Allradgetriebener. Also den gibt es auch als Allrad? Den gibt es auch als Allrad. Das ist jetzt der Kia Sportage. In dem Fall mit dem 2 Liter Dieselmotor. Das ist ein Mildhybrid-Antrieb. Der hat also einen 48 Volt Akku im Kofferraum sitzen, was bei Beschleunigungsintervallen unterstützt. Mildhybrid, da habe ich immer nur gehört, man merkt es kaum, aber es macht viel aus im Spritverbrauch. Es drückt den Spritverbrauch markant nach unten. Also ich merke wirklich nichts davon im Prinzip. Klar habe ich vorne visuell die Darstellung über den Bildschirm und habe einen super Anzug durch den Elektromotor, aber hier geht es wirklich nur darum, CO2 und Kraftstoff einzusparen. So, hier vorne ist auch schon eine Autobahnvignette aus Österreich mit drin. Das heißt also, ihr fahrt ja auch selber, muss man sagen, als Dienstwagen? Ja klar, wir wechseln immer durch zwischen Toyota und Kia. Aber sage ich mal, für längere Fahrten bietet sich ein Diesel doch an, deswegen Kia. So, wir gehen mal kurz rein. Öffnungszeiten, gerade mal abfilmen für alle Leute, die vielleicht mal vorbeikommen wollen hier in Saarlouis. Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, samstags von 8:30 Uhr bis 18 Uhr ist der Verkauf geöffnet. Servicestand runter. Ihr seid Top-Händler bei mobile.de. Das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen. Und da hat insbesondere der Herr Barth ziemlich fein dran gefeilt, also eine gute Bewertung zu erreichen. Der macht größtenteils die Gebrauchtfahrzeuge bei uns und konnte dann eine 5-Sterne-Bewertung ergattern. Ja, das ist gut. Immer mehr Händler haben das, aber da muss man einiges für tun. Muss auch die Kunden fair behandeln. Jetzt muss man sagen, bei 7 Jahren Garantie sind die Kunden per se glücklich bei Kia, oder? Ja.
Es ist einfach eine Gewissheit. Ich sag mal, wenn ein Fahrzeug nach 5, 6 Jahren anfängt, Mucken zu machen, sollte ein Bauteil am Motor defekt sein oder sonstiges, habe ich hier einfach eine Garantie, auf die ich zurückgreifen kann. Also super günstige Unterhaltskosten. Ja, bei dem Fahrzeug hat Autobild sich quasi überschlagen. Sie haben ihn getestet und prämiert. Sieger im Vergleich der Kia Xceed 1,4 Liter TGDI. Und das Ganze ist gar nicht so weit her. Ich weiß noch genau, als der... er kam an, ach, wie heißt er nochmal gerade, der Kollege? Pablo Barth? Nee, der andere, der Dämmerle? Dämmerle. Der Peter Dämmerle kam an, ich weiß den Namen gerade vergessen, ist nicht so schlimm, hat gesagt, guck mal hier, Autobild. Und da waren auch deutsche Modelle dabei im Vergleich. Ne? Also man sieht es ja auch hier auf dem Aufkleber, wir haben den T-Roc ganz klar besiegt, sage ich mal. Und das Fahrzeug, der 1,4 Liter Motor, der ist bekannt mit dem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Jetzt hat Kia aber extra für den Xceed nochmal an der Software gefeilt. Und da stand dann ganz schön für uns zu lesen im Artikel, Kia zeigt VW, wie man DSG-Getriebe baut. Ja, der hat auch ein Doppelkupplungsgetriebe drin, immer oder auf Wunsch? Auf Wunsch. Es gibt natürlich auch normale Schaltvarianten, er hat es jetzt drin. Immer mehr Leute kaufen Automatikgetriebe. Ich glaube, das wird in Zukunft auch ein Thema sein. Macht das Sinn für einen Werterhalt, vielleicht ein Automatikgetriebe auch zu wählen, nicht nur für den Komfort? Würde ich schon behaupten. Automatikgetriebe ist einfach ein Mehrwert vom Fahrzeug. Da mittlerweile die Angst ist schon lange weg, aber es wird immer mehr angenommen, somit auch im Gebrauchtwagensegment mehr gesucht. Also da hat man eine bessere Wertstabilität. Ja, der Sportage, auch hier SUV pur. Sehr günstig, also man ist oft überrascht, wie günstig die Fahrzeuge sind, denn man sieht die Fahrzeuge und vergleicht sie dann mit deutschen SUVs, wo wir dann locker auch schon mal bei so Fahrzeugen bei den 60.000, 70.000 Euro liegen, je nach Ausstattungsvariante. Die hier kostet so um die 40.000 Euro und hat schon richtig viel Ausstattung. Das ist jetzt eine GT-Line und da der noch alle verfügbaren Pakete drin hat, ist der gleichzusetzen mit einem Platinum, also der Höchstvariante. Nur, dass der Option zusätzlich noch die sportliche Optik hat. Kommt also schön daher mit anderen Felgen, ein bisschen geänderter Front- und Heckschürze. Das Ledersitzpaket, ein abgeflachtes Lenkrad, lässt also auch nichts zu wünschen übrig. Ja, innen drin komplett Leder. Also ich fühle mich schon so ein bisschen wie in Kansas City bei meinen Schwiegereltern. Denn ja, da ist grundsätzlich ja alles im SUV-Bereich beledert und so weiter und so fort. Also dass man auch schön fahren kann. Die Fahrzeuge sind sehr leise. Ja, also sie haben relativ leise Abrollgeräusche. Gerade der 2 Liter Dieselmotor, der hat ein 8-Stufen-Automatikgetriebe. Also der hat einfach mehr Gänge, eine bessere Elastizität und kommt super leise daher. Gerade hier von hinten die Optik, auch hier durchgehende Optik, rund und eckig, wie man das kennt. Also das ist ja, glaube ich, die neue Designsprache von vielen Autoherstellern, dass es rund und eckig ist. Nur rund, das waren die alten, jetzt ist rund und eckig. Es ist einfach ein super gefälliges Design. Wie gesagt, die Designer sind in Deutschland ansässig, das Fahrzeug wird in Europa produziert. Also das passt einfach für unser europäisches Auge. Ja, der Sportage. Wie stark ist der für euch? Wie wichtig, der Sportage? Der ist für Kia schon sehr wichtig. Das war ja, sage ich mal, vor 6, 7 Jahren noch so mitunter das Aushängeschild von Kia mit dem Ceed gemeinsam. Und der ist mit, würde ich sagen, noch unangefochten eins der meistverkauften Fahrzeuge. Weil er auch einfach preislich gesehen eine Riesenspanne hat. Also wir haben hier Aktionsware, die beginnt bei 19.990 Euro für eine Neuwagen. Nochmal, neu, mit 7 Jahren Garantie, 19.990 Euro. Nee, echt? Auch schon mit einer Top-Ausstattung, habe ich leider keinen hier stehen, aber es geht dann, wie man hier sieht, auch bis Mitte 40. Also ich zeig mal gerade, der hier kostet jetzt 24.894 Euro, ist der Kia kleinen Hauspreis. Und das sind nochmal gerade mal CO2 und Verbrauch, dass man das nochmal sieht. Und ja, der Vorteil ist natürlich, mit 7 Jahren Garantie kann ich das Auto 4, 5 Jahre fahren und habe immer noch Garantie, wenn ich es verkaufe, und die ist sogar übertragbar. Genau, solange die Wartungsintervalle eingehalten worden sind, geht die Garantie an den Folgekunden über und auch der kauft wieder Gewissheit und Sicherheit. Ja, die Garantiebedingungen stehen auch nochmal auf der Seite von Kia, am besten mal googeln, da steht es ganz genau drauf. Denn ein paar Sachen sind ausgenommen, die Fahrzeugbatterie zum Beispiel ist ausgenommen, da gibt es 2 Jahre, glaube ich. Genau, und die Multimedia-Einheit, also Unterhaltungselektronik, kommt ja von TomTom und diversen anderen Zulieferern. Die hat ebenfalls 2 Jahre Gewährleistung auf Neuteile, aber grundlegende Bauteile wie der Motor und das Getriebe sind 7 Jahre abgesichert. Ja, wichtig auch ist
der Service. Ihr seid ja Vertragspartner von Kia, das heißt, Service wird hier gemacht. Ich habe also überhaupt kein Problem. Es gibt, das Händlernetz von Kia ist weit in Deutschland verbreitet, nicht nur in Deutschland, überall, oder? Ja, ich müsste jetzt lügen, wie viele Händler es sind, aber wir haben mittlerweile ein Riesenhändlernetz. Viele Händler haben sich Kia mit dazugenommen. Wenn wir jetzt hier gerade vor den Stonics stehen, ich denke, da kann man den Preis mal hervorheben. Ja, ich zeig mal, 18.019 Euro. Ja, ich habe ja eben angesprochen, dass wir aktuell viel Aktionsware da haben. Also die haben hier einen Preisnachlass von 2 bis 23%. Also in dem Preissegment schon Hammerpreise. Ja. Ich muss auch sagen, der Stonic ist klein, aber fein. Das heißt, vielen Leuten geht es ja nicht um ein Riesenauto, sondern innen riesengroß, außen schön in die Parklücke rein und sparsam muss er sein. Genau, und das spricht halt zum einen an, da wir einen recht hohen Einstieg haben. Zum anderen ist aber der SUV im Moment einfach eine Modeerscheinung. Ist aber vielen Menschen einfach zu bullig. Und da habe ich einen Mix. Also ich habe diese Optik von der Modeerscheinung, aber trotzdem noch ein kompaktes Fahrzeug. Auch und die Beplankung hier mit dem, das also macht so einen recht robusten Eindruck, wenn ich mal einen Feldweg fahre. Das wollen die Leute haben, oder? Genau. Gibt sogar noch Uplift-Kits für das Fahrzeug, um es noch 3-4 cm anzuheben. Sieht auch ganz wild aus. Also da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, noch höher zu bekommen. Ja, Fahrzeuge kommen immer schön ausgestattet. Das bedeutet, ich muss gar nicht so viel machen. Also die kommen also oft mit Lenkradheizung, Spurhalteassistenten und was weiß ich alles. Ja. DAB Plus ist Standard in den Fahrzeugen, in vielen? In vielen Fahrzeugen, sobald ich das Navi rein will, glaube ich sogar immer. Und ab nächstes Jahr sowieso Pflicht, dann müssen alle Neuwagen. Was ist das für einer? Das ist ebenfalls ein Stonic. Also wir haben verschiedenste Farbvarianten davon. Sieht ganz anders aus in Weiß. Weiß mit schwarzem Dach, rot mit schwarzem Dach. Wir haben graue mit orangen oder mit grünem Dach da. Also eine ganz bunte Farbpalette bei dem Fahrzeug. So, auch hier nochmal ganz kurz die CO2-Effizienz noch mal kurz einblenden. Der kostet jetzt 21.119 Hauspreis. Liste kostet 26.700 und auch der hat CO2-Effizienz Klasse B. So, jetzt gucke ich mal gerade von hinten drauf. Ja, den haben wir auch schon mal in einem Extra-Video gefilmt, den Proceed. Auch ein ganz wichtiges Auto, unglaublich sportlich. Er sieht aus wie eine Kanonenkugel und erinnert mich an ganz andere Fahrzeugmodelle aus deutscher Fertigung. Ich habe das schon mal erwähnt. Sehr schick, oder? Ja, also es ist eins, würde ich fast behaupten, eins unserer Schmuckstückchen. Ist auch einfach ein super Kompromiss. Also ich bekomme ihn mit dem GT-Motor, also sportlich abgestimmt mit 204 PS. Ich habe bei dem Fahrzeug Kofferraum, aber durch die Shooting Brake-Variante einfach noch eine super scharfe Optik. Ja, also es ist nicht so kombimäßig, sondern es ist sehr stark abgeflacht. Also Shooting Brake wie aus der Kanonenkugel geschossen praktisch, oder? So ein bisschen. Genau, ich würde mal sagen, optimal für einen jungen Familienvater, der dann eventuell von der Frau getrieben wird, ein Kombi zu kaufen. Da könnte man den Kombi. Soll es sowas geben? Gibt's sowas? Das gibt's ab und zu. Okay. Auch hier voll ausgestattet, also wirklich viele Sachen mit drin, wo andere Leute die Aufpreisliste erstmal aufmachen. Da habt ihr wirklich schon viel mit drin. Die Sitze richtig schick, oder? Das ist sehr angenehm, oder? Das sind jetzt auch die serienmäßigen Sitze. Es gibt nochmal eine Velour-Variante, dann mit elektrischer Sitzverstellung. Aber ich habe auch so einfach in der Serie schon super sportliche Sitze mit einem vernünftigen Seitenhalt. Angenehm. So, ist jetzt eine Dachbox drauf, wir haben natürlich Winter. Schick, der Proceed. Ja, alle nochmal so im Überblick zu sehen, finde ich nämlich ganz witzig. Wir haben gesagt, komm, wir machen mal einen Rundgang und zeigen einfach mal alle. Auch hier die CO2-Effizienz nochmal kurz eingeblendet. Da ist sie. B und kombiniert mit 6 Litern. Ist das hier schon nach der neuen Norm, die 6 Liter? Ist es WLTP? Das sind im Moment in diesem Übergangsverfahren noch kumulierte Werte. Also das kann auch mal ein Liter mehr sein, sage ich jetzt mal. Genau. Gut, ist ein Riesenschiff mit 6 Litern, auch wenn es 7 sind, mein Gott. Also ich sag mal, es ist immer noch sparsam. Also früher sind ja solche Fahrzeuge auch mal gern mit 10, 11 Litern rumgefahren, oder? Also 6,5 Liter ist da locker drin. Turbomotoren überall, gell? Genau, das hier ist jetzt der 1,4er Turbomotor mit 140 PS. Es gibt dann, wie gesagt, noch die 204 PS Variante und auch einen Dieselmotor. Ja, was ist das? Das ist der Optima. Der ist jetzt leider ausgelaufen, also wird nicht mehr produziert. Man sieht gar nichts unten. Was ist da rausgelaufen? Das war ein Scherz. Also es ist ein Auslaufmodell. Also der wird nicht mehr produziert. Warum leider? Habt ihr ihn gut verkauft? Ich finde es einfach ein super schickes Fahrzeug. Der ist riesengroß, der hat einen massig Kofferraum. Es gab ihn auch mit einem alternativen Antrieb. Also ich kann Plug-in-Hybride noch bestellen, nur die reinen Benziner sind alle schon vergriffen. Ihr habt noch welche, deswegen zeigen wir noch mal ganz kurz die CO2-Effizienz.
hier ist jetzt ein reiner Benziner. Reiner Benziner. Genau, der 1.6er Turbo mit 180 PS. Kommt auch mit einem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Aber der Optima wird auch wieder neu aufgelegt. Es war erst wieder 2021, aber da haben wir in den Medien schon ein bisschen was gesehen und können uns auf ein super Design freuen. Der ist ganz schön lang, oder? Der hat viel Platz. Ja, ist unser längstes Fahrzeug. Wie lang ist der? 5 Meter? Der dürfte 5 Meter haben, ja. Das ist aber ein Gerät. Das ist schon. Aber wenn ich viel Platz brauche und viel Luxus, ist der teuer? Was kostet der hier ungefähr? Der Optima ist breit gefächert, da geht es so bei 35 los und geht auch bis Mitte 40, Ende 40, also da kann man spielen. Aber keine 80 jetzt oder 100? Nee, um Gottes Willen. Cool. Und der hat jetzt schon Leder, der hat alles mit drin. Ja, ihr seid so ein kleines bisschen der Underdog, sage ich immer. Also viele Produkte sieht man ja auf der Straße eher selten. Wenn da jetzt nicht Kia draufstehen würde, ja, dann würde der schon fast aussehen wie so ein kleiner Audi von hinten. Also wenn man es nicht wüsste, oder? Genau, das ist vielleicht dem Designer zu verschulden. Ich habe gehört, der wäre mal bei Audi aktiv gewesen. Echt? Da ist jetzt eben, wie gesagt, die Kombi-Variante, macht im Gegensatz zu dem Pro-Seat, den wir eben gesehen haben, nur eine Differenz von 30 Litern im Kofferraum aus, durch die Dachlinie. Aber es ist einfach hier ein praktischeres Laden, weil ich habe eine relativ senkrecht verlaufende Heckklappe, kann also Kisten laden, Einkaufstüten oder auch Kinderwägen oder sonstiges. Also hier haben wir massig Platz. Gut. Auch hier, ich zeige mal gerade von vorne, denn das ist ja das, was man sieht, der neue Kia Ceed Sportswagen. Da ist er auch mit 7 Jahren Garantie und der kostet jetzt hier, Preis des ausgestellten Fahrzeuges 30.454 €. Das ist die CO2-Effizienzklasse B. Ja, kurz mal von der Seite nochmal gucken. Tolles Familienauto. Aber nicht nur das, sondern das wäre jetzt, wenn ich ein Mountainbike habe oder sowas, kriege ich auch rein. Ich kann alles umklappen. Genau, die haben auch teilweise dann diese Schnellladegriffe, würde ich es mal nennen. Also ich kann hinten am Kofferraum einfach einen Hebel betätigen, die Rückbänke fallen um, kann ich das Fahrrad durchschieben oder sonstiges. Super viel Platz. Der sieht so von der Seite aus. Ich hätte fast gedacht, es wäre ein BMW. Man weiß es nicht mehr. Ich glaube, wenn die Logos ab sind, haben es die Leute schwer, oder? Ja, das ist mittlerweile bei allen Fabrikaten, dass da, sage ich mal, viel hin und her getauscht wird mit den Designs. Das hier ist jetzt der Exceed in der Farbe Copperstone. Sagen wir ein dunkler Braunton. Kommt super edel bei dem Fahrzeug, gerade noch unten am Schweller mit diesen Aluleisten, die er mit drin hat. Warte, ich zeige das mal gerade. Der hat so neckische kleine Aluleisten mit drin. Die wirken sehr, sehr schick. Setzt sich einfach super ab, auch dann, dass ich nochmal anthrazitfarbene Felgen habe, die oberflächlich poliert sind. Also das Fahrzeug gefällt mir in der Farbe hier super gut. Ja, das muss dir ja auch gefallen, denn deine Begeisterung musst du ja auch anderen Leuten übertragen, aber es fällt relativ einfach bei Kia. Ich muss mir da nichts einreden, oder? Genau, also du sagst eben Underdog, viele Kunden, die kommen, die setze ich ins Fahrzeug rein. Ich kann ihnen Lächeln ins Gesicht zaubern, die hätten die Marke so niemals erwartet, die Ausstattung für den Preis. Macht einfach Spaß, die Fahrzeuge zu verkaufen. Ja gut, das war ja auch mal anders, muss man sagen. Die ersten Kia-Modelle, die kamen, die waren nicht in Deutschland designt. Das war schon für die Leute ein Kulturschock. Da zählt auch der Preis, oder? Ja, deswegen hebe ich halt davor, dass mittlerweile der deutsche Designer in Deutschland sitzt. Das ist einfach gefälliger geworden. Ja, ich gucke mal gerade, CO2-Effizienz, wo haben wir die hier bei dem Fahrzeug? Haben wir bei dem Fahrzeug jetzt nicht, das ist aber auch ein 1.4er Turbomotor, ist also mit diesem identisch. Pass auf, dann zeigen wir das gerade hier, rein, dann haben wir sie komplett. Ein Fahrzeug, das an Kunden ausgeliefert wird, deswegen ist er nicht ausgezeichnet. Ja gut, wir blenden es trotzdem mal ein, so haben wir das nochmal drin. So, der ist also quasi schon verkauft. Der ist bereits verkauft, ja. Ja, hier vorne, klein aber fein, der Rio. Tolle Namen kommen die. Ich habe immer irgendwelche Zeichentrickfilme dann im Kopf. Bei dem jetzt der Rio. Was ist ein Rio für ein Auto? Rio, ich sag's mal jetzt vergleichen ja oft mit VW, ich würde sagen, ist die Polo-Klasse. Bildet dann auch gleichzeitig Plattform für den Stonic, der nebenan steht. Also es ist unser zweitkleinstes Fahrzeug, ist preislich auch wieder sehr weit gefächert. Da beginnen wir in etwa bei 13.000 € und können ihn in der GT-Variante, also mit einer super sportlichen und scharfen Optik, bis zu 24.000 € aufbauen. Also 13 geht's los mit 5 Türen direkt? Gibt es nur als 5-Türer, jawohl. So als 5-Türer. Das heißt, gut, der Trend ist ja sowieso da, dass es die 3-Türer nicht mehr gibt, weil die selten verlangt werden und dann sind die Produktionskosten so hoch, dass sich die Leute wundern, es müssten ja eigentlich billiger sein mit 3 Türen, sind oft teurer. Ja, ist einfach unpraktisch in Parklücken und so weiter. Was beim Rio aber auch noch vielleicht hervorzuheben ist, wir haben hier einen
Kleinwagen, also im Kleinwagensegment, aber eine riesen Motorenpalette. Also es beginnt bei 1,2 Liter, ein Vierzylinder mit 84 PS. Wir haben einen 1 Liter Turbomotor in 2 Leistungsstufen und den gibt es in der stärksten Variante mit 120 PS, sogar mit einem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Ihr habt den auch ohne Turbo, gibt es den auch, oder? Genau, das wäre der 1,2 Liter Motor dann. Das ist immer seltener, dass ich irgendwas ohne Turbo mal habe. Ja, da hat sich ja viel getan in den letzten Jahren. Du bist schon wie lange jetzt dabei? Gut, abgesehen davon, dass du als Kind hier schon rumgelaufen bist, aber sag jetzt mal beruflich, 5 Jahre, 6 Jahre? Nee, seit 4 Jahren dürfte es Seit jetzt 4 Jahren dabei. Aber in den 4 Jahren, die Motoren, am Anfang haben die Leute es belächelt, 1,2 Liter, ja, das gab es ja früher im Fiesta oder so. Und jetzt mit Turbo und Co. und Aufladung, das merkt man nicht mehr, oder? Ja, es wird einfach das Maximum aus den Motoren rausgeholt durch die Aufladung. Wenn man die jetzt nicht gerade bis in den Begrenzer tretet, hat man super günstige Spritverbräuche. Es wird weniger CO2 ausgestoßen, was sich nochmal bei der Steuer bemerkbar macht. Diese anfänglichen Probleme, sage ich mal, was die Dreizylindermotoren hatten, sind auch größtenteils ausgemerzt, wobei wir bei Kia ja eigentlich gar keine Probleme hatten. Also ist ein super Konzept. So, man hört das auch gar nicht. Die Dreizylindermotoren klingen vielleicht einen Ticken kerniger, muss man sagen, aber im Normalen, wenn man es nicht wüsste, wird man es nicht erfahren, oder? Ehrlicherweise, wenn ich morgens so ein Fahrzeug hier vom Ausstellungsraum anmache und es wirklich kalt draußen ist, hört es sich ungewohnt an, aber wenn der eine Minute gelaufen ist und ein bisschen auf Betriebstemperatur kommt, wird man da keinen Unterschied mehr spüren. Okay. Verstehe ich. Bisschen rauer ist er am Anfang, wenn er kalt ist. So, das wolltest du sagen. Zur Laufruhe ein Zylinder und das man am Anfang. Er hat gesagt, es fehlt ein Zylinder zur Laufruhe. Ich hatte das Mikro gerade in der Hand. Das ist der Kia Stonic. Ja, schon wieder so ein kleiner SUV. Der Markt schreit nach hohem Einstieg. Auf jeden Fall. Es ist einfach die Modeerscheinung im Moment. Das hier ist jetzt von unseren Tageszulassungen die teuerste Variante, also ein Spirit mit einer zweifarbigen Lackierung und hier mit einem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Ja, sehr schick. 21.619 € Hauspreis. Und auch hier nochmal die Verbräuche. 5,2 Liter kombiniert und ja, CO2-Effizienzklasse B. So, hier vorne der kleinste Picanto X in einer besonders spannenden Ausführung. Den gibt es nicht so oft, oder? Genau, das ist die X-Line, soll auch wieder so eine kleine SUV-Optik mit sich bringen. Also der ist im Gegensatz zum normalen Picanto ein paar Zentimeter höher gesetzt, hat hier außen nochmal so eine Plastikverkleidung an den Schwellern, um die robuste Optik rüberzubringen. Kunststoffverkleidung. Kunststoff, jawohl. Plastik. Hört sich schöner an natürlich. Das klingt wie Plastiktüte und hat aber hier vorne recht neckige Details hier in dem Grill mit drin. Also da habe ich eine kleine Knutschkugel. Praktisch, wenn ich wie in Berlin einfach ein kurzes Fahrzeug haben möchte, ein kleines Stadtauto. Ja, in dem Fall sogar eine Knutschkugel mit Power, würde ich sagen. Es ist ein Dreizylindermotor verbaut, Turbo mit 100 PS. Und bei einem Fahrzeug in der Gewichtsklasse, also da geht ordentlich was. Also ich gucke mal gerade, ob die Gewichtsklasse drauf ist. Ja, 1100 Kilo und 100 PS. Also wer es ein bisschen auskennt, das ist 1 PS pro, nee Quatsch, das sind 1 PS pro 10 Kilo, das ist ordentlich. Das heißt, der geht gut, hat Frontantrieb? Der hat Frontantrieb und der geht super gut, also da gibt es gar nichts zu meckern. Komm, wir zeigen ja gerade noch von hinten. Preislich gesehen im Picanto jetzt die höchste Variante, die beginnen auch schon günstiger, aber ist einfach super anzunehmen. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen, ich brauche ein kleines Auto, will aber Leder haben, sowas habt ihr denn jetzt auch. Das heißt, ihr habt eine tolle Optik, die ich auch nicht an jeder Ecke sehe, oder? Genau. So, sehr schön. Hat der Servolenkung? Servolenkung ist drin. Die Edition 7, die günstigsten Varianten, die beginnen auch schon mit einem Multifunktionslenkrad, Sitzheizung, Lenkradheizung, Freisprecheinrichtung. Also alles, was man benötigt. Ja, Thema Elektro, da seid ihr richtig gut drin, oder? Ja. Kia macht da im Moment richtig Wirbel, also da kommen neue Produkte raus. In dem neuen e-Niro werden wir auch einen dreiphasigen Ladeanschluss haben, damit also die Ladezeiten weiterhin optimiert werden. Da geht noch einiges. Ja, hier ist er, das ist ein Vorführwagen hier, gell? Der ist schon ein bisschen älter. So sieht er aus. Jawohl. Das heißt, ihr macht richtig Strecke mit den Autos, dann wisst ihr auch, dass sie funktionieren. Und hier haben wir den, was ist das für einer? E-Niro? E-Soul ist das. E-Soul. So, der ist Optik schon gewöhnungsbedürftig so ein bisschen, oder? Gut, das ist immer so ein bisschen unser, sag ich mal, futuristisches Fahrzeug gewesen. Da werden viele neue Designelemente ausprobiert.
Aber es gibt einen ganz festen Kundenstamm, die auf die Optik schwören. Das heißt, man muss nicht immer so rumfahren wie alle, oder? Es gibt hier genau zwei Parteien. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. So ist der Eindruck bei meinen Kunden. Ich finde aber gerade bei so einem rein elektrischen Fahrzeug, also er wird nicht mehr als Benziner oder Diesel angeboten, passt aber einfach, wenn man eine futuristische Optik hat. Weil ich fahre einen neuen Antrieb, ich setze mich sowieso schon von der Menge ab, dann kann es auch die Optik noch gerade mit tun. Wir sind tatsächlich in Saarlouis. Saarlouis liegt, wie der Name schon sagt, im Saarland. Jawohl, Sie finden uns hier in der Wallerfanger Straße 102, wäre die Autobahnabfahrt Saarlouis City. Und dann können Sie gerne mal vorbeikommen, sich ein Angebot errechnen lassen oder auch jedes Fahrzeug Probe fahren. Ja, das mit den Videos. Warum drehen wir die Videos? Was hat das für Vorteile? Einfach die Vorteile, den Kunden die Produkte nahe zu bringen. Ich sag mal, allein wenn ich schon daneben stehe, kann man sich von der Größe des Fahrzeugs ein besseres Bild machen. Ich kann die Ausstattung einfach perfekt wiedergeben. Ich muss nicht hier im Prinzip erstmal reingehen, muss sagen, hallo, hier bin ich, sondern kann mir alles mal von außen angucken, oder? Ja. Also es wird ja mittlerweile viel übers Internet gesteuert und ich finde, da ist es einfach passend, wenn man die Fahrzeuge mal wenn man sie mal vernünftig erklärt bekommt und nicht nur ein paar Bildchen zur Ansicht hat. Ja, da ist gerade ein deutsches Fabrikat vorbeigefahren, hat mal das Gas weggenommen und es hat dann laut geknallt. Ja, vielleicht in 10 Jahren erleben wir das nicht mehr, alles elektrisch. Da machen sie vielleicht irgendwelche Soundgeneratoren rein, die dann knallen. Ja, hier sind wir bei Kia. Ja, vielen Dank, Tobias. Klein und ihr habt ein ganzes Team. Wie viele Mitarbeiter sind hier bei euch? Wir dürften so um die 35 sein mittlerweile. Ja. Dankeschön. Tschüss. Danke sehr.